Hallo und herzlich willkommen zu Plaudern auf Deutsch, dem Podcast, der dir hilft, locker ins Gespräch zu kommen. Heute dreht sich alles um Smalltalk. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Schön, dass du da bist. Bei Plaudern auf Deutsch lernst du, wie du entspannt auf Deutsch plaudern kannst. Unser Thema heute: Smalltalk meistern. Drücke auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, um immer up-to-date zu bleiben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie man ein gutes Gespräch beginnt? Es ist manchmal gar nicht so einfach, den ersten Schritt zu machen, oder? Absolut. Viele Leute wissen nicht, wie sie ein Gespräch starten sollen. Aber es gibt einfache Methoden, die helfen können, oder? Genau. Ein einfacher Einstieg ist oft eine offene Frage. Zum Beispiel: Was hast du letztes Wochenende gemacht? So hat die andere Person viel Raum zum Antworten. Das stimmt. Und was ist mit Komplimenten? Ein ehrliches Kompliment kann auch ein guter Gesprächsöffner sein. Zum Beispiel: Ich mag deine Jacke, wo hast du sie gekauft? Ja, das funktioniert oft gut, weil es dem anderen zeigt, dass man Interesse hat. Und wie wäre es mit gemeinsamen Interessen? Wenn man zum Beispiel in einem Buchladen ist, könnte man fragen: Welches Buch liest du gerade? Genau. Gemeinsame Interessen bieten oft eine gute Basis für Gespräche. Und manchmal kann auch eine einfache Feststellung reichen, wie: Das Wetter ist heute wirklich schön, findest du nicht? Richtig. Das Wetter ist ein klassisches Thema. Auch aktuelle Ereignisse bieten oft Gesprächsstoff. Man könnte sagen: Hast du die neuesten Nachrichten gehört? Das ist eine gute Idee. Und was ist, wenn man schüchtern ist? Gibt es Tricks, um leichter ein Gespräch zu beginnen? Ja, man kann sich auf die Körpersprache konzentrieren. Ein Lächeln und Augenkontakt können Wunder wirken. Es zeigt, dass man offen für ein Gespräch ist. Und zuhören ist genauso wichtig. Wenn man dem anderen wirklich zuhört, fühlt sich die Person wertgeschätzt und das Gespräch läuft meist viel flüssiger. Absolut. Es ist auch hilfreich, sich kleine Ziele zu setzen, wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Gesprächen pro Woche zu beginnen. Übung macht den Meister. Das ist ein guter Tipp. Und wenn das Gespräch mal ins Stocken gerät, kann man einfach eine neue Frage stellen oder das Thema wechseln. Genau, es ist nichts Schlimmes daran, die Richtung zu ändern. Manchmal hilft es auch, von sich selbst zu erzählen, um das Gespräch wieder in Gang zu bringen. Richtig, persönliche Geschichten oder Erfahrungen können das Eis brechen. Und es zeigt, dass man bereit ist, etwas von sich preiszugeben. Zusammenfassend kann man sagen, dass es viele einfache Wege gibt, ein Gespräch zu beginnen. Offenheit, Interesse und ein wenig Mut sind oft alles, was man braucht. Ja, und mit der Zeit wird es immer leichter, Gespräche zu starten und neue Leute kennenzulernen. Es lohnt sich, es einfach auszuprobieren. Nachdem wir nun wissen, wie man ein Gespräch beginnt, lass uns über Themen sprechen, die im Alltag oft zur Sprache kommen, wie das Wetter. Findest du nicht, dass es ein universelles Gesprächsthema ist?
Auf jeden Fall. Das Wetter ist immer aktuell und jeder hat eine Meinung dazu. Besonders in Ländern mit wechselhaftem Wetter gibt es immer etwas zu erzählen, wie heute regnet es, aber morgen soll es sonnig werden. Genau. Und manchmal kann das Wetter auch der Beginn für tiefere Gespräche sein. Wenn es zum Beispiel sehr heiß ist, könnte man über die besten Orte zum Abkühlen sprechen oder Tipps zum Umgang mit der Hitze austauschen. Richtig. Und von da aus kann man leicht zum Thema Alltag übergehen. Man könnte fragen, wie verbringst du normalerweise solche heißen Tage? Das bietet Raum für persönliche Geschichten. Und Alltagsthemen sind ideal, weil sie uns alle betreffen. Man könnte auch über Routinen sprechen, wie „Was ist dein Lieblingsweg zur Arbeit?" oder „Hast du eine bestimmte Morgenroutine?" Ja, und wenn man über die Umgebung spricht, kann man auch viel über den anderen erfahren. Zum Beispiel, hast du einen Lieblingsort in der Stadt, den du empfehlen kannst? Das stimmt. Solche Fragen können zu interessanten Entdeckungen führen. Man erfährt vielleicht von einem Café oder einem Park, den man noch nicht kennt. Das regt auch weitere Gespräche an. Und es ist eine gute Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu finden. Wenn jemand sagt, dass sie gerne in einem bestimmten Park spazieren gehen, kann man sich vielleicht mal zum gemeinsamen Spaziergang verabreden. Ja, und auch wenn man über die Umgebung spricht, kann man aktuelle Ereignisse einbeziehen. Zum Beispiel, hast du das neue Restaurant gesehen, das kürzlich eröffnet wurde? Das ist ein guter Punkt. Solche Themen sind oft unverfänglich und bieten viel Raum für Austausch, ohne zu persönlich zu werden. Und was ist, wenn man das Gespräch vertiefen möchte? Man könnte über lokale Veranstaltungen sprechen, wie Märkte oder Konzerte, die bald stattfinden. Absolut. Das weckt Interesse und zeigt, dass man aktiv am Leben in der Gemeinschaft teilnimmt. So kann man leicht neue Kontakte knüpfen. Außerdem bietet es die Gelegenheit, gemeinsame Unternehmungen zu planen. Vielleicht entdeckt man dabei ein gemeinsames Hobby oder eine neue Aktivität. Genau. Und solche Gespräche sind oft der erste Schritt zu Freundschaften. Es beginnt oft mit einfachen Themen, die dann zu tiefen Verbindungen führen. Es lohnt sich also, offen auf andere zuzugehen und das Gespräch nicht nur beim Wetter zu belassen. Man kann immer etwas Neues lernen oder interessante Menschen treffen. Ja, neugierig und offen zu sein, bereichert das eigene Leben und das der anderen. So wird jeder Tag ein bisschen spannender. Welches Gesprächsthema aus dem Alltag findest du am interessantesten und warum? Nachdem wir nun über alltägliche Themen wie das Wetter gesprochen haben, ist es wichtig, Interesse am Gesprächspartner zu zeigen. Wie würdest du das angehen? Interesse zeigen ist entscheidend. Man könnte Fragen stellen, die den anderen einladen, mehr zu erzählen. Zum Beispiel, was machst du gerne in deiner Freizeit? Genau, offene Fragen sind ideal. Sie geben dem Gesprächspartner die Möglichkeit, ausführlicher zu antworten. So erfährt man mehr über die Person und ihre Interessen. Und es ist wichtig, wirklich zuzuhören.
Wenn jemand von einem Hobby erzählt, kann man nachfragen, wie bist du dazu gekommen oder was gefällt dir daran besonders? Richtig. Aktives Zuhören zeigt, dass einem die Meinung des anderen wichtig ist. Man könnte auch nach Details fragen, etwa: Hast du ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsfilm? Das stimmt. Solche Fragen eröffnen oft neue Themenfelder. Vielleicht entdeckt man gemeinsame Interessen, die das Gespräch lebendiger machen. Wenn man sich über Hobbys oder Interessen austauscht, kann man auch Tipps oder Erfahrungen teilen. Zum Beispiel: Ich habe auch mal versucht, Gitarre zu spielen. Wie lange spielst du schon? Genau, das schafft Verbindung und zeigt, dass man offen für neue Erfahrungen ist. Man könnte auch nach Ratschlägen fragen, wie: Hast du Tipps für einen Anfänger? Absolut. Das zeigt Wertschätzung und Respekt für das Wissen des anderen. Und manchmal entstehen daraus sogar neue Freundschaften oder gemeinsame Projekte. Ein weiterer Ansatz ist, nach den Meinungen des anderen zu fragen. Zum Beispiel: Was hältst du von diesem neuen Film? Oder wie siehst du die aktuelle Situation? Ja, das zeigt, dass man die Ansichten des anderen schätzt und daran interessiert ist, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen. Wichtig ist auch, die Balance zu halten und nicht zu aufdringlich zu wirken. Man sollte den anderen nicht mit Fragen überhäufen, sondern das Gespräch fließen lassen. Genau, ein Gespräch ist ein Geben und Nehmen. Man sollte auch bereit sein, eigene Gedanken und Erfahrungen zu teilen, um das Gespräch ausgewogen zu gestalten. Und wenn man merkt, dass ein Thema dem anderen nicht liegt, sollte man sensibel genug sein, das Thema zu wechseln. Flexibilität ist ein Schlüssel zu guten Gesprächen. Insgesamt geht es darum, ehrlich interessiert zu sein und die Möglichkeit zu nutzen, den anderen wirklich kennenzulernen. Das bereichert jeden Austausch. Welche Frage würdest du jemandem stellen, um mehr über seine Interessen zu erfahren und das Gespräch lebendig zu halten? Nachdem wir gelernt haben, wie wichtig es ist, Interesse zu zeigen und Fragen zu stellen, sollten wir auch wissen, wie man ein Gespräch freundlich beendet. Wie gehst du dabei vor? Ein Gespräch freundlich zu beenden ist genauso wichtig, wie es zu beginnen. Man könnte zum Beispiel sagen: Es war schön, mit dir zu sprechen. Ich muss jetzt leider weiter, aber ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Das klingt gut. Es ist wichtig, dem anderen das Gefühl zu geben, dass man das Gespräch genossen hat. Ein weiterer Tipp wäre: Ich habe das Gespräch wirklich genossen. Lass uns bald wieder sprechen. Absolut. Eine positive Schlussbemerkung sorgt dafür, dass das Gespräch in guter Erinnerung bleibt. Man kann auch konkrete Verabredungen vorschlagen, wie: Vielleicht können wir uns nächste Woche auf einen Kaffee treffen? Solche Vorschläge zeigen echtes Interesse an einer Fortsetzung des Kontakts. Aber was, wenn man keine konkreten Pläne machen möchte? In solchen Fällen kann man unverbindlicher bleiben. Zum Beispiel: Ich freue mich, wieder von dir zu hören. Das lässt Raum für künftige Gespräche, ohne Druck aufzubauen. Genau.
Das gibt dem anderen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann und ob er sich wieder melden möchte. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Man kann auch auf gemeinsame Interessen zurückgreifen und sagen, vielleicht treffen wir uns das nächste Mal bei einem Konzert oder einem Event, das uns interessiert. Eine hervorragende Idee. So bleibt man im Gespräch und zeigt, dass man die Interessen des anderen wertschätzt. Was, wenn das Gespräch abrupt enden muss? In solchen Situationen ist Ehrlichkeit der beste Weg. Man könnte sagen, entschuldige, ich muss jetzt los, aber es war wirklich schön, mit dir zu sprechen. Das ist eine respektvolle Art, ein Gespräch zu beenden, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen. Und wie vermeidet man es, unhöflich zu wirken? Wichtig ist, immer höflich und respektvoll zu bleiben. Ein Lächeln oder ein freundlicher Tonfall kann viel ausmachen. Man könnte auch anbieten, das Gespräch später fortzusetzen. Ja, der Ton macht die Musik. Ein herzliches Danke für das nette Gespräch kann Wunder wirken. So bleibt der Kontakt positiv und offen für mehr. Genau. Und es zeigt, dass man den Austausch geschätzt hat. Abschließend ist es wichtig, das Gespräch mit einem guten Gefühl zu verlassen. Absolut. Ein freundliches Ende legt den Grundstein für zukünftige Gespräche. Schließlich möchten wir alle, dass unsere Gespräche in guter Erinnerung bleiben. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Es hat uns viel Freude gemacht, euch Tipps zu geben, wie man Gespräche freundlich beendet. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Bitte hinterlasst uns einen Kommentar mit euren Lieblingswörtern aus dem Podcast. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Ein Like wäre auch fantastisch. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gespräche mit euch. Bis bald und bleibt freundlich. Das Interesse. Es ist wichtig, das Interesse am Gesprächspartner zu zeigen. Durch dieses Interesse fühlt sich der andere wertgeschätzt. Das Hobby. Ein Hobby ist eine Freizeitaktivität, die man gerne macht. Ein Hobby kann ein guter Gesprächseinstieg sein. Die Perspektive. Eine Perspektive hilft, eine Situation besser zu verstehen. Mit einer anderen Perspektive kann man viel lernen. Die Verabredung. Eine Verabredung ist ein geplanter Termin mit einer anderen Person. Eine Verabredung zeigt echtes Interesse an einer Fortsetzung des Kontakts. Der Ratschlag. Ein Ratschlag ist ein Tipp oder eine Empfehlung. Ein guter Ratschlag kann besonders wertvoll sein.